Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne, ich bin vom Beruf Ärztin und ich verrate dir heute meine 10 ultimativen Tipps gegen Seekrankheit. Bevor ich dir gleich meine 10 Tipps gegen Seekrankheit verraten will, möchte ich einmal klären, warum wir überhaupt seekrank werden. Und da muss ich sagen, die Wissenschaft ist sich nicht so ganz einig. Vermutlich ist der Auslöser aber die Diskrepanz, die dabei entsteht, dass unser Auge was anderes sieht, als unser Gleichgewichtsorgan im Ohr fühlt. Wenn wir zum Beispiel in einer geschlossenen Kabine in einem Schiff sind, dann ist ja der Raum fest und starr, so wie er wäre, wenn wir an Land sind. Aber das Schiff bewegt sich und schwankt und das nimmt unser Gleichgewichtsorgan durchaus wahr und die dadurch entstehende Diskrepanz kann zu den typischen Symptomen von Seekrankheit führen, beispielsweise Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel. Ja, und das kann richtig, richtig unangenehm sein und bei sehr, sehr starker See auch ganz viele Leute betreffen und deswegen kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 1. Die gute Nachricht ist, es gibt wirklich effektive Methoden, der Seekrankheit vorzubeugen und das geht schon bei der Reiseplanung los. Nummer 1. Wenn du deine Reise planst und mit dem Schiff fahren willst, eine Kreuzfahrt machen möchtest oder eine Fährfahrt, vielleicht sogar eine längere Fährfahrt nötig ist, um dein Reiseziel zu erreichen, dann kommt es ganz drauf an, welche Wettervorhersagen sind oder in welcher Klimazone du reist. Beispielsweise liegt es in der Natur der Sache, dass schwere See in der Hurrikansaison im Bermuda-Dreieck viel wahrscheinlicher ist als an einem schönen Sommertag ohne Wind auf der Ostsee. Und das solltest du auf jeden Fall berücksichtigen. Und nun kommen wir schon zu Punkt Nummer 2. Wenn du eine Kabine buchst, zum Beispiel auf einem Kreuzfahrtschiff oder auch bei einer längeren Fährfahrt, dann ist es ganz entscheidend, wo sich die Kabine im Schiff befindet. Denn ein Schiff schwankt ja auf See und wie du siehst, sowohl am Bug als auch am Heck des Schiffs sind die Schwankbewegungen am größten, während in der Mitte das Schiff einigermaßen stabil im Wasser liegt. Das heißt, wenn du zu Seekrankheit neigst oder befürchtest, seekrank zu werden, weil du vielleicht noch nie mit der Fähre gefahren bist oder noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff warst, dann empfiehlt es sich, eine Kabine auszusuchen, die möglichst in der Mitte des Schiffs liegt. Und noch besser ist es, wenn die Kabine ein Fenster hat, denn ich habe dir ja vorhin erzählt, die Diskrepanz zwischen dem, was unser Auge sieht und dem, was unser Gleichgewichtsorgan fühlt, führt zu Seekrankheit. Und wenn man aus einem Fenster gucken kann und den Horizont im Blick hat, dann kann das gegen Seekrankheit durchaus sehr effektiv helfen. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 3. Wenn du merkst, dir wird komisch, wenn du Kopfschmerzen bekommst oder dir übel wird, dann hilft frische Luft wahre Wunder. An Deck schlägst du 2 Fliegen mit einer Klappe, denn du hast zum einen den Horizont im Blick, den gleichen Effekt, den du auch beim aus dem Fenster schauen hast, und du kriegst frische Luft ab. Das heißt, wenn es der Seegang erlaubt, dass man auf Deck sein kann, dann hilft diese frische Luft auf jeden Fall, die Symptome von Seekrankheit abzumildern und es wird dir bestimmt auch bald besser gehen. Jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 4 und zwar für all diejenigen, die, weil die See so schwer ist, nicht auf Deck gehen dürfen oder einfach kein Fenster sehen, kein Fenster finden in ihrer Kabine, vielleicht kein Fenster haben und nicht rausgucken können. Um den Horizont trotzdem immer im Blick zu haben, kann ein kleiner Trick helfen und zwar ein künstlicher Horizont. Das kannst du ganz einfach machen mit einer leeren Flasche, die du so halb mit Wasser befüllst und dann quer hinlegst. Dann kannst du die Wasserlinie in der Flasche beobachten und dir damit einen künstlichen Horizont erschaffen. Somit hat dein Gehirn einen Bezugspunkt, auf den es sich fokussieren kann, der sich mit den Meldungen aus deinem Gleichgewichtsorgan abgleicht und dadurch die Symptome von Seekrankheit abmildern kann. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. Vielleicht hast du schon mal was vom sogenannten Sea-Band gehört. Das ist ein kleines Armband, das man sich umbindet und das gegen Seekrankheit wahre Wunder wirken soll. Was sich dahinter verbirgt, ist Akupressur. Das heißt, es wird ein bestimmter Triggerpunkt am Handgelenk stimuliert, der die Symptome von Seekrankheit abmildern soll. Und solltest du kein Sea-Band haben und Symptome der Seekrankheit entwickeln, dann kannst du diese Triggerpunkte mit einer leichten Fingermassage selbst stimulieren. Auch Akupunktur kann sehr effektiv gegen Seekrankheit helfen. Am besten suchst du dafür jemanden auf, der sich sehr gut mit Akupunktur auskennt. Das kann man sowohl präventiv als auch begleitend auf der Reise einsetzen. Der 6. und vielleicht wichtigste Tipp gegen Seekrankheit ist, reise niemals mit leerem Magen. Das mag auf den ersten Eindruck etwas merkwürdig klingen, denn wenn der Magen leer ist, läuft man natürlich irgendwie auch keine Gefahr, sich zu übergeben und irgendwie peinliche Situationen zu erleben.
Aber eine kleine Mahlzeit beugt der Seekrankheit effektiv vor. Es darf kein zu opulentes Mahl sein, denn bestimmte Lebensmittel stärken durch ihren Histamingehalt sogar die Symptome. Dazu gehören Alkohol, schwarzer Tee, Fisch, Meeresfrüchte, Nüsse, aber auch Tomaten, Erdbeeren, Hülsenfrüchte und bestimmte Sojaprodukte. Verzichte lieber auf so etwas und greif stattdessen lieber zu Kartoffeln, Reis oder ein bisschen geriebenem Apfel. Tipp Nummer 7, die Seekrankheit einfach wegschlafen. Ein Nickerchen hilft effektiv, den Histaminspiegel im Körper abzubauen. Das passiert ganz automatisch, wenn man einschläft. Wer nicht schlafen kann, weil vielleicht die Symptome zu unangenehm sind, dem kann vielleicht auch schon helfen, nur die Augen zu schließen, weil dadurch einfach diese Dysbalance zwischen dem, was unsere Augen sehen und dem, was unser Gleichgewichtsorgan dem Gehirn meldet, sinkt. Tipp Nummer 8 sind Hausmittelchen. Schon alte Seefahrer berichten davon, dass Ingwer als wahre Wunderwaffe gegen Seekrankheit zum Einsatz gekommen ist. Es wurde berichtet, dass Ingwer in kleine Stückchen geschnitten und zerkaut der Seekrankheit hundertprozentig den Garaus machen würde. Wenn also nichts anderes hilft, dann ist das auf jeden Fall ein Versuch wert, in Form von Tees oder frischem Ingwer der Seekrankheit vorzubeugen. Tipp Nummer 9, Aromatherapie. Ätherische Öle haben ganz besondere olfaktorische Inhaltsstoffe, das heißt Stoffe, die wir durch unsere Nase aufnehmen und die ihre Wirkung dann an den entsprechenden Rezeptoren entfalten können. Zu den ätherischen Ölen, die sehr gut gegen Seekrankheit helfen, zählt zum Beispiel Pfefferminze. Gegen das Unwohlsein, das mit der Seekrankheit einhergeht, wirken auch ganz viele andere Düfte und einige Hersteller bieten sogar extra Mischungen gegen Reiseübelkeit und Seekrankheit an. Da sind dann verschiedene Düfte miteinander gemischt, damit sie die maximale Wirkung entfalten können. Kommen wir zum 10. und letzten Tipp, die Chemiekeule. Wenn von den vielen genannten Tipps gar nichts geholfen hat, dann gibt es noch die Möglichkeit, Medikamente gegen die Seekrankheit einzunehmen. Diese kannst du dir vor der Abfahrt vom Hausarzt verschreiben lassen, manche auch rezeptfrei in der Apotheke besorgen. Die gibt es als Pflaster, Kaugummi, Tropfen, Tabletten, Zäpfchen in allen möglichen Darreichungsformen. Und auf Kreuzfahrtschiffen und längeren Reisen gibt es meistens auch eine Krankenstation, die solche Medikamente vorrätig haben. Wenn überhaupt nichts mehr hilft, dann eben nur noch das. Wie ihr seht, es gibt unzählige Tipps, um Seekrankheit zu verhindern oder zumindest abzumildern. Und ganz wichtig ist auch zu wissen, ihr seid nicht allein. Ich bin auch jemand, der extrem von Seekrankheit betroffen ist. Wir sind vor ein paar Tagen mit der Tinkerbell von Rostock nach Trelleborg gefahren. Wir stehen hier in Schweden. Wenn ihr Lust habt zu gucken, wie die Reise gewesen ist, dann schaut gerne im nächsten Vlog vorbei. Ansonsten kann ich das Fährunternehmen TT-Line in der Ostsee wirklich wärmstens empfehlen. Wir haben bisher ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. In der Reisezeit gibt es Kinderanimationsprogramme, es gibt einen Spielplatz, einen Laden, ein Restaurant, eine Bar. Also reichlich Ablenkung, damit die Seekrankheit bei dir gar nicht erst zu schlimm werden kann. Die Fährüberfahrten dauern mehrere Stunden, aber die gehen dank der vielen Unternehmungen an Deck auch schnell vorbei. Wenn du Lust hast, deine nächste Reise auch mit TT-Line zu machen, dann schau gerne mal im Link unten in der Videobeschreibung nach. Dort findest du direkt alle Fährangebote von TT-Line. Wenn dir meine Tipps gefallen haben, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wenn du noch andere Tipps gegen Seekrankheit kennst, dann lass sie uns in den Kommentaren sammeln. Ich bin mir sicher, dass viele Leute dankbar sind, wenn wir so viel wie möglich zusammentragen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss!